Herzlich willkommen zu Conquest mit Samkamikaze, meine Wenigkeit. Yay. So, wir gehen mal zu ihr. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These were in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know, in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Das ist das Mädchen, oder? Also. Yep, das ist Doro. Die sieht aber ganz schön erwachsen aus auf dem Bild, anstatt. Kann ich mal eine Kamera nochmal? Bitte, Kamera, Fokus. Die sieht definitiv erwachsen aus auf dem Bild, als wie sie jetzt dasteht. Yo. Oh, Kleines. Oh, wenn deine Eltern dich lieben. Auch wenn einer davon nicht vielleicht ein leiblicher Mutter oder Vater ist. Sie werden zusammenbleiben. Wer weiß doch. Liebe geht über alles. Auch bei den Eltern. Okay. Was ist jetzt in dem Keller, hat sie gesagt. Oh no! It's an eviction notice! Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Akt 2. Die Rückkehr des verlorenen Kindes. Scheiße. Die arme Kleine. Anwaltskanzlei, bla bla bla. Sehr geehrter Miss, ich respektiere... Ich repräsentiere den Besitzer des Wohnhauses, in dem Sie momentan wohnen. Das Amtsgericht hat aufgrund der Tatsache, dass Sie Ihre Miete nicht bezahlen, entschieden, dass Sie bis zum 4. Juli 1923 17 Uhr das erwähnende Gebäude zu räumen und alle Möbel, die Mr. Ref, genau, wie man den Namen ausspricht, gehören, dort zu belassen haben. Wenn Sie sich nach diesem Datum weiterhin in den Haus aufhalten sollten, werden Gerichtsvollzieher Sie in Ihrem Besitz aus dem Gebäude entfernen. Kontaktieren Sie Mr. Bitten Sie mehr pünktlich. Oha, Alter. Das arme Mädchen. Das arme Mädchen, ey. Wird ja aus dem Familienhaus noch rausgeschmissen. Nur wie der Daddy so ein Schmuck ist. Sehr geehrte Hilda. Brief von Cat
an das Jugendamt. Bitte nehmen Sie meine Tochter nicht weg. Sehr geehrte Hilda, ich schreibe Ihnen wegen Ihres Briefes über meine Tochter Dorothee. Sie ist nicht geistig gestört, sondern hat gelegentlich eine lebhafte Fantasie. Unterstrichen, natürlich, muss sein. Viele junge Mädchen behaupten, unsichtbare Freundinnen zu haben. Sie sollte man einige der philosophischen Gespräche hören, die sie führt. Sie denkt einfach nur laut, das ist alles. Es tut mir leid, dass sie am 22. alleine aus dem Haus gegangen ist. Aber es ist nicht meine... Also das hat sie jetzt durchgestrichen. Das soll jetzt nicht so... Es sollte wahrscheinlich nicht zum Text gehören. Aber es ist nicht meine Schuld. Sie hätte sich auch hinausschleichen können, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Sie kennen sicherlich auch andere Kinder, die sich aus dem Haus schleichen. Ich habe ein erstes Gespräch mit ihr geführt und sie hat mir versprochen, ab sofort brav zu Hause zu sein. Zudem habe ich ihren Fluchtweg dicht gemacht. Anführungsstrichen Flucht, also das Fenster quasi. Bitte nehmen Sie meine Tochter nicht weg. Sie ist das Einzige, was ich noch habe. Was? Achso. Warte. Bitte nehmen Sie meine Tochter nicht weg. Sie ist das Einzigartige, was mich noch bei Sinnen hält. Okay. Scheiße, Alter. Die Kleine tut mir so leid. I don't think they'll hold you. You'll have to go through shadows. Den Schattenmodus durchbrechen von dünnen Schatten. Also ich kann jetzt quasi den Move quasi jetzt auf den Schattenmodus machen. Das ist schon mal nice. Och, die Kleine tut mir jetzt schon wieder leid, ey. Boah, leck. Ja, mei. Passiert. Jo. Ich bin rausgeploppt. Alter, die... Das ist Next Level. Ah, das ist schon nice. Das ist Next Level Shit, Alter. Oh, die Kleine tut mir so leid. Erst erfährt die, dass ihr leiblicher Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Jetzt hat der Ziehvater zu verschulden, dass die aus der Wohnung fliegen. Und jetzt... Und vorher hat die Mutter noch Stress mit dem Jugend abgekriegt, weil sie sich immer rausgeschlichen hat. Um ihre Mutter zu beobachten oder beziehungsweise bei der Mutter zu sein. Alter, keine Ahnung, welche Richtung das noch gehen soll. Hey, Vincenzo. Ready for our big night? People are really excited. You're gonna have to give them their money back. What? We're sold out. You haven't paid me. I got the money. We're selling out. You'll have it before the show. Even if you do, I can't perform here. Your circus is a disaster. It's coming together. Your puppet show about the princess is missing the princess. You've lost your hot air balloon, and where did you get that pirate ship? It is a broken down piece of junk. Come on, Vincenzo. It's opening day. There's always a few wrinkles to iron out. Look, I'll get it all fixed. No problem. Consider it done. All right.
But don't think that I will be some sort of shiny bauble that lures people into your scrapyard. He's so mean. I'll get it fixed, I promise. Or I'm a dead man. I'm worried about Daddy. He always says it's okay, but those gangsters really hurt him. We have to fix the circus, so Daddy will be safe. Come on, it's this way. Reparieren Sie die 3 Attraktionen. Okay. Ich bin die größte Attraktion, okay? Yay. Schade. Aber kein Problem, ich stehe ja wieder hier. Ich frage mich ganz, was mit der scheiß Welt los ist. Look, there's the balloon. It got snagged so they can't pull it down, but nobody can get up there to entangle it. I bet somebody didn't pay attention when he was tying it down. A carousel! I think I can turn it on. Do you have any luminaries? I think we just need 1 or 2 more. Ah, Gott. Okay, da oben ist eine Lichtkugel. Wo ist denn hier? Die Lichtkugel. 1 von 15. Okay, die sind also in jedem Gebiet anders. Schalten Sie das Karussell ein. Was haben wir hier? Jo, Kleines. Wie bist denn du hergekommen? Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Ah, she was right here. Übernimmt die Rolle von der Prinzessin, okay? Geht scharf. Ah, there she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred, and he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures, just like you. She used her wits to get past unexpected obstacles.
She came to a wide river filled with snapping crocodiles. She couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right! It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high or up. Scheiße. Jetzt mal, ich bin mal ganz ruhig. Jetzt bleib ich mal stehen. Wie geil ist das, dass die Typen die Geschichte, also dass der Johnny die Geschichte erzählt und ich quasi die Figur in der Geschichte bin und das machen muss, was die in der Geschichte sagen. Aber ohne Witz, wie geil ist das denn? Wenn ich jetzt noch hier gekonnt... Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Scheiße. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Ah, warte mal. Ich muss erst den aktivieren. Dann den. Ha! She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see them. Okay, ich will das schon mal muss. Scheiße. Ich muss auf die Keule. Ah. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. What's a taunt? That's when you make fun of someone. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Scheiße. Fuck. Okay. Was?
krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Fred didn't feel too good about it. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Soon she came to a vast pit. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Soon she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Oh, there we go. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Da war Fred. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Hochkonzentriert. Finally, she landed softly, right in a spider's web. Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Nein! Oh. Okay. So. Muss ich mich hier unter verstecken? Suddenly, a giant spider jumped out of the shadows and attacked her. Boah. Scheiße. Scheiße. She Hau ab! climbed and jumped Haut and ab! climbed, but the giant spider was very good Nein. at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2.
Spin, hau ab. Scheiße. Scheiße. Spring doch. Hä? Fuck. Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. Oh fuck. Poor spider. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song very quietly. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. Okay, jetzt müssen wir... Oh, fuck. Okay, jetzt müssen wir diesmal ein Drache platt machen. Puh. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms, but she was very brave and nimble. Ja, mei! She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Hier kommt er schon. Los. Up and up she climbed. When she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. Boah. The princess hoped Fred liked muffins. Okay. Ich muss warten auf den Geysir. Jetzt. Hier ist ja noch einer. Ja, nee, ist klar, du Stück Scheiße. Okay. So. When the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Der Drache. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Ih. Ja, nee, ist klar. Armer Fred. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There is another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Yay! Yay, Dawn, you did it! So, ich hätte es eh machen müssen. Okay. Erstmal Chapeau. Ich bin wirklich guter Darsteller. Beziehungsweise Schauspieler.
Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich zugeben. Habe ich gut mitgespielt, nochmal. Die Idee in so ein Spiel mit Schatten und Licht, also wo man mit normal, wie man jetzt hier rumläuft und mit Schatten agiert, dann noch so ein Schattenspiel reinzumachen. GG. Alter. Fand ich richtig geil. Fand ich mega, fand ich das. Ich habe mich nur gefragt, wie lange es noch geht. Na gut, das mit dem Drache war jetzt nicht so schlimm. Das fand ich erst so schlimmer. Cool, Luftballons. Ja gut, ich würde sagen, in dem Sinne werde ich mal... Ah, okay. In dem Sinne beende ich mal den Part an der Stelle und tue im nächsten Part die Attraktionen reparieren. Ich glaube, ich habe das Aufwendigste von denen gemacht. Aber das werden wir dann natürlich im nächsten Part sehen. Vor allem Conquest mit Samkamikaze, meine wenn ich gerne. In dem Sinne, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles. Yay.